Ja, die OP ist jetzt 2 Jahre her und seit 4 Wochen geht's mir gut. Ich kann wieder laufen, habe weniger Schmerzen, keine Krämpfe mehr und mein Lebensgefühl ist positiv. Also ich bin zufrieden, jetzt nach 2 Jahren. Rückblick. Dominic Kay leidet an Parkinson. Die unheilbare Krankheit mit dem typischen Zittern bereitete ihm eine lange Leidenszeit. Ja, die Muskelschmerzen gehen dann durch den ganzen Körper durch. Als Fleischermeister arbeitete er in seinem Familienbetrieb, oft 10 bis 16 Stunden am Tag. Doch plötzlich geht nichts mehr. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Und ihr? Wenn ich das Messer greife, dann muss ich mit der anderen Hand immer nachkorrigieren. Und das ist dann beim Schneiden, beim Auslösen und keine fließenden Übergänge mehr. Und ich kriege auch gar nicht die Kraft aufs Messer, weil ich die Hand gar nicht so schließen kann, wie ich möchte. Es ging los mit 36. Mit 41 erhielt er endlich die richtige Diagnose, nahm Medikamente, litt unter Nebenwirkungen wie Albträumen, Depressionen, Angstzuständen. Und darunter, dass die Pillen mit der Zeit immer weniger wirkten. Seine letzte Hoffnung war schließlich ein operativer Eingriff an einer neurologischen Klinik. Dort wurde ihm ein Tiefenhirnstimulator eingesetzt. Man muss sich vorstellen, man kriegt ja so 10 Zentimeter lange eine Art Draht ins Gehirn geschoben. Sie sagen uns, wenn es noch weh tut, ne? Wir spritzen was nach. Hast du den 4. hinten? Es ist eine Operation am offenen Gehirn. Dominic Kay erlebt alles bei vollem Bewusstsein. Nur Beruhigungs- und lokale Betäubungsmittel werden verabreicht. Das ist wichtig, denn die PatientInnen müssen während der Stimulation Auskunft geben, ob es zu einer Besserung der Symptome kommt. Ob beispielsweise Hände und Füße weniger krampfen. Deshalb mussten im Vorfeld auch alle Parkinson-Medikamente abgesetzt werden. Die punktgenau eingesetzten Elektroden senden später elektrische Impulse an ein bestimmtes Hirnareal. Der Strom soll die krankheitsbedingte Überaktivität hemmen. Eine Teamarbeit von Neurochirurgen, Neurologen und Elektrophysiologen, die höchste Konzentration erfordert. Nach 7 Stunden hat Dominic Kay es geschafft. Richtig zufrieden sind die Ärzte aber nicht. Sie haben gesehen, dass wir Schwierigkeiten hatten mit dem Equipment und dass wir so ein bisschen nachjustieren mussten. Deswegen bin ich schon gespannt. Wir haben natürlich durch die Röntgenuntersuchung während der Operation eigentlich immer einen ganz guten Hinweis, dass die Elektroden doch dort liegen, wo sie sind. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass es einen guten Effekt haben wird. Doch leider stellt sich der gewünschte Erfolg nicht ein. Ein halbes Jahr später ist Dominic Kay erneut in der Uniklinik in Göttingen. In einer weiteren OP wurde alles wieder entfernt. Ich bin jetzt da, wo ich am 21. August 2018 war. Bin ich jetzt wieder zurückversetzt worden. Das Leid geht weiter. Aber ein weiteres halbes Jahr später entschließt sich Dominic Kay für einen neuen Versuch. Die Operation führt diesmal zu akzeptablen Ergebnissen. Trotzdem kein einfacher Schritt. Die Angst war immer dabei und die Überlegung, das nochmal zu machen, war für mich ein Riesenschritt. Weil man kannte es ja von der ersten OP, wie man sich fühlte und wie es sich anfühlte. Und das war furchtbar. Aber letzten Endes blieb mir gar kein anderer Ausweg. Heute ist er endlich schmerzfrei. Die elektrischen Impulse wurden erneut nachjustiert und statt 15 muss er nur noch 2 Parkinson-Medikamente nehmen. Ein riesiger Fortschritt. Ja, die Zukunft, dass alles so bleibt, wie es gerade ist. Weil im Moment fühle ich mich sehr gut und auch eingestellt. Beweglichkeit ist gut und ja,
dass es so bleibt, wie es gerade ist. Eine bewegende Geschichte, wo man so einen kleinen Kloß im Hals hat. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg und hoffen, dass das alles gut weiterläuft. Dr. Sven Thunke, Sie sind bei uns. Schönen guten Abend. Grüße Sie. Sie sind Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum in Hanau. Wir wollen gleich noch mal drüber sprechen, ob wir vielleicht vorbeugend irgendwas tun können, um möglichst nicht an Parkinson zu erkranken und ob es irgendwie Anzeichen gibt, wo man es erkennen kann. Aber vielleicht erst mal noch zu dieser zu dem Hirnschrittmacher, den wir im Film gesehen haben. Für welche Patienten ist das überhaupt was? Also das ist jetzt nicht die Standardtherapie der Parkinson-Krankheit, sondern es ist für ausgewählte Fälle in fortgeschrittenen Phasen der Erkrankung. Kommt es in Frage, gerade bei jüngeren Parkinson-Patienten, das war jetzt ein besonders junger Patient, also man sagt so unter 70, die man mit normalen Medikamenten oder mit einer Kombination von verschiedenen Medikamenten nicht mehr gut einstellen kann. Dafür kommt so ein Hirnschrittmacher oder die tiefe Hirnstimulation in Frage. Es gibt daneben auch noch andere Behandlungsmöglichkeiten als Alternative zu der tiefen Hirnstimulation, sogenannte Medikamentenpumpen. Ich habe eine mitgebracht hier. Das sind Pumpen, die das Medikament entweder ins Unterhautfettgewebe infundieren, wie diese jetzt hier beispielsweise. Es gibt andere Pumpen, die infundieren das Medikament direkt über den Magen in den Dünndarm, wo es resorbiert wird. Die Pumpe kommt irgendwie an den Körper? Genau. Die Pumpe kann man mit so einem kleinen Gürtel, ich kann meinen Finger mal daneben halten, damit man sieht, wie groß die ist. Diese andere Pumpe, die das in den Magen pumpt, ist größer und die kommt an den Gürtel, die kann man sich umhängen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn ansonsten noch und an wen wende ich mich da am besten? Also die übliche Therapie besteht in der Medikamentengabe. Die Diagnose wird oft schon am Anfang durch den Hausarzt gestellt, aber im Großen und Ganzen sollte die Therapie begleitet werden durch einen Neurologen oder eine Neurologin. Gerade wenn es dann im Langzeitverlauf auch zu Komplikationen kommt, zu solchen Wirkungsschwankungen der Therapie, dann muss man mehrere Medikamente miteinander einsetzen und da sollte man dann schon Erfahrung haben in der Behandlung dieser Erkrankung, weil die Medikamente doch immer wieder an den aktuellen Zustand der Patienten angepasst werden müssen. Bei Parkinson sterben Hirnzellen ab, unwiderruflich. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man es früh erkennt, aber genau das ist ja schwierig. Gibt es trotzdem Anzeichen, wo Sie sagen, da soll man hellhörig werden? Genau, also das Typische ist beispielsweise sind Feinmotorikstörungen. Die Handschrift wird kleiner, das Knöpfen von Hemden gelingt mir nicht mehr so gut oder zum Beispiel der Doppelklick bei der Maus gelingt mir nicht mehr so gut. Das sagen neuerdings halt eben auch immer wieder Patienten. Ein Ruhezittern einer Hand beispielsweise oder auch beider Hände kann eine Rolle spielen. Kleiner werden der Schritte oder auch ein vermindertes Mitschwingen eines Armes oder wenn ganz unspezifisch sagen manche Patienten auch erstmal so ziehende Schmerzen in der Schulter oder im Nackenbereich durch diese Muskelversteifung, die viele Patienten haben. Okay. Wenn ich das jetzt merke, wie komme ich dann mal zu einer Diagnose? Wo gehe ich da hin? Also viele kommen tatsächlich über einen Hausarzt oder auch über einen Orthopäden dann, weil sie Schmerzen haben, aber sollten dann eben doch zu einem Neurologen in aller Regel kommen, der dann die Diagnose in der Regel klinisch stellt. Also es gibt zwar auch apparative Verfahren, um die Diagnose zu sichern, aber die überwiegende Mehrzahl der Patienten, da kann man die Diagnose eindeutig durch die klinische Untersuchung feststellen. In Zweifelsfällen gibt es dann so eine nuklearmedizinische Untersuchung, den DAT-Scan, da kann man die Dopamintransporter im Gehirn markieren und den Nervenzelluntergang auch bildgebend darstellen. Ganz kurz noch, gibt es was man auch vorbeugend tun kann, um möglichst nicht zu erkranken? Oder gibt es da irgendwie Studien? Kann ich jetzt keinen wirklich guten und gesunden Rat leider geben. Man weiß aus einigen Studien, dass tatsächlich Dinge, die ansonsten sehr ungesund sind, zum Beispiel Rauchen oder auch Koffeinkonsum, einen ganz leichten protektiven Effekt haben sollen. Das soll aber überhaupt nicht dazu aufrufen, dass jetzt alle anfangen zu rauchen oder Unmengen Kaffee zu trinken. Denn die schädigenden Wirkungen sind natürlich sehr viel deutlicher. Dankeschön, Herr Dr. Thunke, dass Sie heute am Bein waren und das erklärt haben. Vielen Dank. Dankeschön. Also, wir merken uns nochmal, wenn Parkinson frühzeitig erkannt wird, gibt es ganz gute Behandlungsmöglichkeiten. Zittern, steife Finger oder Füße, untypische Schmerzen auch in Schultern oder Nacken. Wenn Ihnen das irgendwie auffällt, dann am besten mal sich durchchecken lassen. Oder auch wenn der Doppelklick bei der PC-Maus vielleicht nicht mehr so gut gelingt. Das können alles Anzeichen sein.